Also, sorry. Ja, danke. Menschenverstand an. Hey zusammen, willkommen zu einem neuen Video von mir. Vielleicht hat sich der eine oder andere schon mal die Frage gestellt, wie sicher ist Hula Hoop? Kann ich durch das Hooping oder durch das Hullern meine Organe verletzen? Ich habe ein paar Videos gesehen und finde es immer sehr schwierig, wenn man dann die persönliche Meinung mit einbezieht. Der eine mag lieber schwere Reifen, der andere mag lieber leichte Reifen. So what? Ich finde, man sollte den Unterschied zwischen Fitnessreifen und den sogenannten Dance Hula Hoops kennen. Dass ich mit einem Fitnessreifen nicht unbedingt Tricks trainiere, ja, also Handhullern oder vielleicht um den Nacken hullern möchte, ist wohl klar, oder? Also ich glaube, das würde mir hier oben auch sehr wehtun. Fitnessreifen sind zum Abnehmen. Einige haben Noppen für einen extra Massageeffekt. Es gibt viele Vorteile, aber auch natürlich ein paar Nachteile. Ideal für die Rückbildung nach der Schwangerschaft. Aber man kann sich natürlich nicht so frei bewegen, finde ich. Also man ist schon sehr beschränkt. Die Reifen haben natürlich Gewicht, dass man da vielleicht doch ein paar blaue Flecken bekommt, ist vielleicht nicht immer, wie sagt man? Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Die Wahrscheinlichkeit ist größer. Mit einem leichten Reifen kannst du viel mehr Tricks üben. Du hast mehr Vielfalt, du kannst Tanzelemente einstudieren, Choreografien und vielleicht macht es auch mehr Spaß. Der eine mag es so, der andere mag es so. Fitnessreifen sind also für das Krafttraining gedacht und sollten natürlich nicht unbedingt für eine Tanzchoreografie oder Ganzkörper-Tanzchoreografie verwendet werden. Also nicht um Knöchel oder Nacken oder um Arme. Den meisten Menschen ist aber nicht bewusst, dass wichtige Körperteile durch die Knochen gut geschützt sind. Der Brustkorb, der zum Beispiel hauptsächlich durch die Rippen gebildet wird, schützt Lunge, Herz und andere wichtige Organe. Die Rippen sind elastisch mit der Wirbelsäule verbunden und natürlich können auch die Rippen brechen, aber in der Regel schützen sie gut vor Stößen. Aber zum Beispiel auch die Nieren. Die Nieren, die sich tief im Bauchraum befinden und durch die Wirbelsäule, den unteren Brustkorb und die starken Rückenmuskeln geschützt sind. Unsere inneren Organe liegen also gut geschützt unter der muskulären Bauchdecke und teilweise auch unter dem Brustkorb. Bei Kindern ist es etwas anders, da ist die Hülle noch nicht so geschützt. Das heißt, wenn ein Kind vielleicht mit einem schweren Reifen trainiert, da bin ich mir nicht so ganz sicher, aber in der Regel sollte, also versteht ihr, also das Verletzungsrisiko durch Hula Hoop ist doch sehr gering. Auch gerade dann, wenn wir blaue Flecken bekommen, die entstehen meistens dann, wenn das Bindegewebe sehr beansprucht wird, gerade am Anfang, wenn die Haut das noch nicht kennt oder wenn die Haut sich erst daran gewöhnen muss. Und ja, man sollte da definitiv eine Pause machen, aber in der Regel sind sie harmlos. Auch die verschwinden wieder. Ich finde, Hula Hoop sollte Spaß machen. Der eine mag es lieber leicht, der andere mag es lieber schwer, der eine trainiert lieber mehr Fitness, der andere will lieber Tricks lernen oder wie auch immer, ist doch völlig okay. Aber ob ich dadurch meine Organe schädige? Nein. Ich bin kein Arzt und manchmal sollte man in die Anatomie gehen, definitiv, aber es reicht manchmal auch aus, sich einfach nur den menschlichen Torso anzuschauen und somit sind einige Fragen, wie soll ich das sagen? Also es erübrigt sich. Sicherlich, gerade stumpfe Verletzungen können uns brechen, ja, aber wir reden hier von Fitnessreifen mit einem Gewicht von 1,2 Kilo oder 2 Kilo. Also, sorry, ich glaube, da muss dann doch etwas mehr passieren, aber trotzdem sollte man nicht übertreiben und auf den Körper hören. Man sollte übrigens bei jeder Sportart nicht übertreiben, ne? Also wenn ich jetzt Fitness mache, ins Fitnessstudio gehe und keine Ahnung, meinen Körper nicht richtig aufwärme und gleich hier Leg Day, ja, gib ihn. Sorry, meine Beine werden sicherlich schreien. So ist das nun mal. Ich hoffe, ich konnte euch heute etwas die Angst nehmen und wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg beim Hullern, beim Training und ja, macht es gut. Abonnieren nicht vergessen. Bleibt gesund. Ich wünsche euch das Beste, nur das Beste. Bis bald.